Samstag, der 4. Februar 2023 und nach 2 Wochen Pause geht's endlich weiter mit der Titanic. Zack. Und los geht's heute am Samstag. Wie weit sind wir bisher gekommen? Ja, noch nicht besonders weit. Ungefähr ein 36. der Titanic ist fertig. Und da soll es jetzt weitergehen. Und hier liegen schon 2 Tüten. Die Nummer 2 steht an. Dann gucken wir mal in unser schlaues Buch hier rein, wo wir stehen geblieben sind. Oh, irgendwo müsste die 2 sein. Ah, hier geht's los. Nummer 2. Schlüssel. Die bewährte Schere vom letzten Mal. Geht es mal weiter mit unserem, Schiff, Raumschiff, wie auch immer. Die Nummer 2. Ich muss trotzdem gerade mal schauen, wie weit es da geht mit der Nummer 2. Weil ich möchte ja das gesamte Schiff gleichzeitig von unten nach oben bauen, weil ich die beiden Beleuchtungskits einbauen möchte. Genau gesagt, das eine und aus dem anderen diese Dampfelemente dann oben für die Schornsteine. Ja, und deswegen, da dieses Beleuchtungskit bei den Bullaugen anfängt im schwarzen Teil, mal gucken, wie weit wir hier mit der 2 kommen. Das ist noch die 2. Gehen wir davon aus. Ja, hier fängt dann die 3 an. Da kann ich dann jetzt nicht mehr weitermachen, da kommen jetzt die Bullaugen. Dann geht's erstmal mit dem nächsten Teil dann weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Kommen wir erstmal zu Teil 2 und schauen mal, was wir da brauchen. Ja, 2 von den Schrägen. Das letzte Mal hat ja nichts gefehlt. Mal gespannt, ob es so weitergeht. Wäre natürlich zu wünschen. So. Von dem. 1 von denen. 2 hiervon. 1 hiervon. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie bunt das alles ist. Aber wie gesagt, das macht es natürlich einfacher zu erkennen, was wohin gehört. Und Lego kann sein Lager ein bisschen leer räumen. Die breite Palette aller möglichen Steine. Die Lego Titanic scheint ja sehr beliebt zu sein. Zumindest wenn man, wie ich in den letzten Wochen, immer wieder auf der Webseite von Lego war. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sie hole. Gute 4 Wochen. Und habe mich dann an Neujahr entschieden, es zu tun. Von Vorweihnachten bis Neujahr war sie auch nicht auf der Lego Webseite im Lego Shop erhältlich. Dann war sie wieder da und dann habe ich mich entschieden, sie zu holen. Ja, und deswegen kann ich jetzt hier bauen und dieses Video oder diese Videos auch drehen. Ja, zwischendurch war sie immer mal wieder weg von der Webseite. Scheint wohl, wie gesagt, sehr beliebt zu sein. Verständlicherweise. So, 4 von denen. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel rede und mich hier ein bisschen auch auf den Bau konzentriere.
teilweise schon ein paar speziellere Steine dabei. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Ich bin jetzt auch zu faul, hier bis vor die Kamera zu gehen. Kauft sie euch selbst. Also nicht die Kamera, sondern die Lego-Titan. Das nächste Teil fertig. Ja, ich bin ja vor allem mal gespannt, wie lange ich insgesamt brauchen werde. Also jetzt für die reine Bauzeit, nicht wie viel Pause immer dazwischen ist. Das wird sich schon über ein paar Wochen hinziehen. Ja, und wie gesagt, der etwas fummeligere Teil und der interessantere Teil dann parallel dann, wenn es soweit ist, die Verkabelung mit den LEDs zu machen, für die Beleuchtung. Wenn das dann auch irgendwann mal hier in der kompletten Breite den Tisch belegt. Aber bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun. Ja, ihr könnt euch in der Zwischenzeit ja mal einen Kaffee holen oder mit dem Hund rausgehen, Wäsche bügeln, was auch immer. Oder irgendwas anderes, was ein bisschen mehr Spaß macht. Vielleicht so wie hier ich ein Schiffchen bauen. Gut, dann konzentrieren wir uns mal wieder. Da kommt jetzt genau das gleiche nochmal, nur seitenverkehrt. Keine große Überraschung. Ich denke, es werden sehr viele von diesen Einzelteilen oder Einzelbauabschnitten immer doppelt sein. Links und rechts. Steuerbord, Backbord. In der Regel hat ja so ein Schiff zwei Seiten, links und rechts. Gut, oben und unten auch noch. Vor allem unten ist wichtig, sonst geht es sehr schnell unter. In dem Fall die Titanic. Ja, ich weiß, ich rede sehr viel Blödsinn jetzt hier. Aber was soll ich machen? Ich brauche noch eins davon. Ich muss ja irgendwas erzählen, während ich hier am Bauen bin. Sonst guckt ja irgendwann keiner mehr zu. Gut, vielleicht guckt doch jetzt schon keiner mehr zu. Super egal, ich habe trotzdem Spaß. So, das Ding benutzen. Okay, dann davon eins, ein kleiner Weißer. Hoffentlich war das jetzt nicht politisch zu unkorrekt.
Hier ist auch noch ein kleiner Schwarzer. Okay. So, ich muss mich wieder ein bisschen konzentrieren. Ja. Vielleicht soll ich das rausschneiden, aber geht ja nicht. Ich kann ja hier nicht einfach einen Bauabschnitt rausschneiden. Das kann ich ja nicht machen. So. Ich muss jetzt echt mal langsam wieder ein bisschen konzentrieren. 3 von denen. Davon 1. Man kann ja froh sein, dass ich nicht gesagt habe, ein kleiner Brauner. Oh, ups, jetzt habe ich es gesagt. Das und das. Das sollte hinhauen. So. Okay. Dann kommen die 2 zusammen. Hochzeit. Einmal hier. Und einmal hier. Okay. Ist hier jetzt was falsch rum? Es kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen zu viel geredet. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil die 2 sind hier offenbar etwas anders. Ja, man sollte vielleicht doch nicht zu viel reden und sich ein bisschen auf den Bau konzentrieren. So. Jetzt muss ich direkt noch mal gucken. Das war das, was wir als letztes gebaut haben. Das sieht aber eigentlich in Ordnung aus. Ja. Richtig Hilfe. Das war. So, hier ging es mit dem los. Ja. Der ist falsch rum. Wie schon vermutet. Naja gut. Wird doch immer keinen Spaß machen, wenn gar nichts schief geht. Ich meine, solange es nur das ist, kann ich damit gut leben. Und die Zuschauer haben was zum Lästern. Erstmal selbst machen. Lego Titanic hier zusammenbauen und gleichzeitig noch Blödsinn reden. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. So, jetzt sieht es doch schon deutlich besser aus. Zumindest symmetrischer als vorher. Okay, noch bleibt es vom Rest getrennt. Jetzt kommt erstmal noch einer von denen. Und wieder 2 braune. Ich versuche, dass das jetzt nicht ein reiner Gag wird bis zum Ende, aber ich kann nichts versprechen.
im Vergleich zu damals, als die echte Titanic gebaut wird, natürlich hier mehrere Vorteile. Ich kann hier gemütlich im Warmen sitzen. Es ist etwas sauberer. Ja, vielleicht nicht so genau hingucken. Zumindest nicht so dreckig wie auf der Werft in Belfast, Harland & Wolff, um mal ein bisschen Wissen über die Titanic hier mit einfließen zu lassen. Aber ich mache hier keinen Podcast. Ist das ein Podcast? Ich denke mal schon über die echte Titanic, sondern über die Lego Titanic. Also bitte hier nicht zu viele Fakten über die Titanic erwarten. Könnte ich natürlich, aber da müsste ich mich noch mehr drauf vorbereiten. Naja, gut. Aber im Endeffekt kann man ja alles nachlesen. Warum soll ich das hier erzählen? Klar, ihr könnt auch die Titanic nachbauen. Warum solltet ihr zugucken? Naja, wenn es doch jemand macht. Schöne Grüße. Gut, ja, bevor ich mich wieder zu sehr ablenke, mal schauen, dass ich hier alles richtig mache. Sieht noch gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Wobei es wahrscheinlich egal wäre, ob ich erst die gelben und dann die braunen mache. Aber wir wollen es ja doch ein bisschen so machen wie in der Anleitung, wobei das gar nicht so einfach wird. Aber doch, so rum geht's. Ganz neue Lego, die sind teilweise da wirklich ein bisschen schwierig wieder auseinanderzubringen. Aber es klappt. Ansonsten war ja dieser Brick Separator dabei oder ist dabei. Ja, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich es mit dem mal probiert, aber ich will mal probieren, wie der funktioniert überhaupt. Ah ja, okay. Funktioniert sogar sehr gut, zumindest um sowas wieder zu entfernen. Ich lasse ihn mal vielleicht doch hier in der Nähe liegen. So, also erst die braunen, dann die gelben Steine. Gut, dann hier grau. Hier grau. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, dann 4 lange flache, 4 graue kurze, kleine flache. Damit wird jetzt hier mal Oberfläche geglättet. Zumindest größtenteils. Man kann ja vorspulen. Okay. Es wird. Kann man das sehen? Ich hoffe doch. Okay, jetzt wird das Ganze mit dem hier steht gerade, ich muss eigentlich gar nicht, merke ich gerade, mir vorher das Wissen aneignen, da steht ja ab und zu mal hier unten so die ein oder andere historische Anmerkung, dass die Konstruktion der Olympic, für alle, die es nicht wissen, aber ich gehe mal davon aus, wer die Titanic kennt, kennt auch die Olympic, das Schwesterschiff, die vor der Titanic gebaut wurde. Wobei sie relativ parallel eigentlich auch gebaut wurden. Die Olympic war zuerst fertig. Und für beide Schiffe steht hier, hat man 26 Monate gebraucht. Habe ich jetzt nicht vor, es wird, wie gesagt, rein, bis alle Videos gedreht sind, ein paar Wochen dauern. Aber die Gesamtdauer der Videos wird, und das kann ich glaube ich versprechen, und da wird auch glaube ich keiner zuschauen, wenn es so wäre, keine 26 Monate dauern. Das wäre mir auch zu lang, irgendwann will ich mal mit dem Ding fertig werden.
Warum jetzt hier diese Halbrunden? Ja gut, das an der Stelle fällt mir gerade auf, ist aber wichtig, wegen hier. Ja, ansonsten hätten wir ja hier etwas, was übersteht. Und das Ganze soll ja schließlich hier eine gerade Linie werden. Sein ist das ja schon. Im Moment überlege ich immer noch, was kommt wohl hier hin. Also so von der Position her und da man es schräg stellen kann und schon braun ist, würde ich mal spontan auf den vorderen Mast tippen. Und ich gehe mal davon aus, das wird es auch sein. Der wird da auch hinkommen. Das Teil war in der Tüte mit den kleinen Teilen. Passt ja auch. Das Gegenstück dazu, was genauso groß ist, war in der Tüte mit den großen Teilen. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Deswegen dachte ich im ersten Moment schon, die würden fehlen. Das ist gemein, einem hier so eine Panik zu machen. Uiuiui. Das sieht jetzt ja interessant aus. Kommt da eine Laserkanone? Ich sag's ja die ganze Zeit schon, das ist gar keine Titanic, das ist ein Raumschiff.
jetzt mal ganz ehrlich, also das würde doch locker als Buggeschütz, Bugkanone bei einem Raumschiff durchgehen. Also, mit Fantasie auf jeden Fall. Okay, jetzt wird auch klar, wofür, ich hoffe, man kann das noch sehen, hier diese Halterung ist, die weiße, weil hier dann dieses schwarze Teil, diese kleine Mini-Stange, sage ich jetzt mal, da reingedrückt wird. Warum das aber so gelöst wurde, warum man nicht einfach hier ein Einser-Steinchen und dann einen ganz normalen Lego-Stein hier rüber macht, keine Ahnung. Vielleicht, weil es einfach interessanter ist und cooler aussieht. Und das tut's auf jeden Fall. Also wie gesagt, also die Vielfalt der Steine, die hier verbaut werden, das ist echt Wahnsinn. So, wir sind beim letzten Bild der Packungen 2 angekommen und ich kann verkünden, alle Teile sind da und wie auch schon bei den ersten beiden Packungen ist sogar noch ein bisschen was übrig, was immer ganz gut ist, gerade von den kleinen Teilen. Da haben wir dann noch was in Reserve. Warum jetzt hier zum Beispiel, obwohl das ja innen drin ist, auch noch ein durchsichtiger Lego-Stein hinkommt, ist auch wieder faszinierend. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass man davon was sehen wird, wenn hier alles zu ist. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. So, geschafft. Das war Tüte Nummer 2 oder Tüten Nummer 2. Es waren ja insgesamt 2 Stück. Dann können wir mal die Reste hier zu den anderen packen. Also bisher auf jeden Fall besser so viel, als wenn das alles fehlen würde. Apropos fehlen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich alles vorbereitet habe, nur kein Glas Wasser zum Trinken. Ja, ich habe mir Wasser besorgt. Wasser ist ja auch für die Titanic wichtig als Schiff gewesen. Naja, am Ende hatte sie ein bisschen zu viel Wasser. Also nicht nur drumherum, sondern auch innen drin. Prost. So, wie vorhin schon angesprochen, bei Teil 3, Tüte 3, da kommen jetzt die Bullaugen im schwarzen Rumpf. Und das kann und will ich jetzt noch nicht machen, weil ich ja dann über die gesamte Länge des Schiffes dann die Verkabelung gleich mit dazu machen möchte. Und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, mit was geht's weiter. Geht's dann mit 4 weiter? Schauen wir mal. So, ja, bei 4, da geht's auf jeden Fall nicht weiter, weil bei 4 geht's dann hier erst noch weiter nach oben. Also auch überspringen. Ich glaube, so hat sich das Lego auch nicht gedacht. Aber egal. Alles hier nach Schema F zu machen, wäre dann auch langweilig. So, okay. Das heißt, es geht jetzt weiter mit Section 2, Bridge and Funnel. Die Brücke, das
Das kann ich mir noch herleiten, was Funnel ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, es geht ja hier nicht um einen Titanic-historischen Kurs, aber ich kann natürlich gern trotzdem mal kurz, wenn es interessiert, die kleine Passage hier in die Kamera halten, und wer es dann jetzt schnell übersetzen möchte, kann das gerne tun, schickt es mir dann als Kommentar. Aber bitte auf Deutsch natürlich die Übersetzung. Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, das in Spanisch oder Französisch, wird's noch schwieriger, zumindest für mich. Okay, dann schauen wir mal. Also Section 1 ist erstmal soweit fertig, also fertig im Sinne von dem, was ich vorhabe. Starten wir mit Section 2, das bedeutet Tüte Nummer 5. Oder die Tüten Nummer 5. Wer sich noch erinnert vom letzten Video, ich habe ja jetzt hinter mir da ja auch einen Tisch stehen und da liegen die anderen Tüten und da greife ich jetzt mal nach hinten. Trinken wir noch mal was. Ja, also wie man hier schön sieht, die Tüten Nummer 5, das ist dann dieser Teilbauabschnitt und das ist der gesamte, die Section 2. Die Section 2 von Karton 1. Wie gesagt, wir sind ja immer noch beim ersten Karton. Hier ist ja dann der nächste mit dem Mittelteil und hier mit dem Heck. Und da kommt das Ganze ja nochmal. Also es ist noch einiges zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich wie gesagt da immer reden soll, aber ich versuch's. Aber vielleicht bin ich auch einfach mal ruhig. So wie jetzt erstmal wieder schauen, wo geht's los.
Hier ist noch einer. Ach, den habe ich vorher schon vergessen. Ich bin jetzt gerade hier rüber gesprungen. Komplett verwirrt. Ich habe jetzt gerade eine Seite übersprungen. Na ja gut, hier sind es nur 3 Teile. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Noch 2 von den Bodengittern, die sind noch da. So, und ich habe jetzt die Teile rausgesucht zu 2/3 und hier dann, ja, irgendwie, ich glaube, wir haben auch irgendwann mal Zeit für eine Pause, was essen. Okay. So. Den haben wir. Jetzt geht's hier weiter. Bis dahin. Ja. So, dahin. Okay. Also, der Teil hier sieht echt interessant aus. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wofür das ist. Ja gut. Es ist ja wahrscheinlich hier diese Kante, wo dann offen ist, wo man reinschaut. Vielleicht ist das dann hier unten die seitliche Ansicht von den Kesselräumen. Mal sehen, lassen wir uns wie immer überraschen. Es geht ja noch etwas weiter. Für diese Platte mit dem Loch da ist, das weiß ich schon, weil man ja später die 3 Teile der Titanic auseinandernehmen kann. Kommt so eine Stange rein und das ist die untere Fixierung. Das sage ich jetzt einfach mal und das wird auch so sein. Ja, so ganz nebenbei, bevor ich gar nichts sage, hier steht mal wieder ein kleiner historischer Fakt. (175) Firemen. Firemen sind hier wahrscheinlich die Heizer gemeint. Arbeiteten rund um die Uhr, um Kohle zu schaufeln in die Kessel, die jetzt hier auf diese Art und Weise dargestellt sind. Zumindest 4 Kessel haben wir hier und die kommen jetzt hier in ihren Kesselraum. Wie gesagt, deswegen hier auch diese Bodenplatten, weil das den Kesselraum darstellen soll.
geht es, zumindest was die großen Teile betrifft, schon wieder Ende entgegen. Da habe ich auch nichts dagegen, weil ich habe jetzt langsam Hunger. Und deswegen, wenn jetzt hier Typen 5 erledigt sind, ist erstmal wieder Cut, Pause und dann geht's morgen weiter am Sonntag, aber es ist eigentlich vollkommen egal an welchem Tag, weil man kann sich ja die Videos angucken, wann man möchte. Und wann ich das gebaut habe, spielt da ja überhaupt keine Rolle. Und wir können wieder Erfolg vermelden. Es ist wieder ein bisschen mehr da als nötig. 2 von den kleinen. Aber das, was übrig bleibt, wird immer weniger. Bei Packung 1 waren es, glaube ich, noch 6 Stück. Vorhin waren es noch 3 oder 4. Jetzt sind es nur noch 2. Es wird weniger. Aber egal. Solange das, was gebraucht wird, alles da ist es vollkommen egal. Gut, damit das letzte Bauteil hier in der Sektion 2. Auch wieder sehr, sehr fantasievoll, diese Kreation. Und die kommt hier dazwischen. So. Gut, damit haben wir Section 2 mit dem Blick in die Kesselräume. Was das Weiße, das Blaue hier oben ist, ich vermute mal vielleicht, soll das wirklich ein Wassertank darstellen? Keine Ahnung. Okay. Das reicht für heute. Ich habe Hunger. Was ihr macht, weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.